Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. Ja, die letzte Folge war sehr, sehr spannend mit dem Kampf gegen Melchior. Oh Gott, es hab ich am Ende geschwitzt, dass wir das noch hinbekommen haben. Aber ich bin wirklich stolz drauf. Ja, und jetzt steht uns im Endeffekt nur noch der letzte Kampf bevor. Aber wir müssen erstmal zum Tempel hin. Und bevor wir das wiederum machen, hören wir uns das Gespräch an. The mountain doesn't appear to be erupting, or doing anything else, really. I'd say that's a relief. Were Melchior's claims only a bluff? I'm not convinced. Most of his threats had as much truth in them as he could muster. With the 4 Empyreans revived, the land is awakened. Changes in the earth that once took eons will now happen in a few hundred years. A few hundred years? The mountain will erupt, but not for a long while. A long while to a human, maybe. But compared to the history of the land, it'll be a blink of an eye. But Inomata is the Empyrean of suppression. Who can say what will happen when we kill him? Well, it's not like I care anyway. I think we should care. Melchior sure was strong, wasn't he? Yeah. If it weren't for Magilu's help, we wouldn't have stood a chance. But you saw the opening she gave us and took it. Did you want to be the one to finish him off? If it mattered to me, I'd have fought him alone. We all had our reasons to fight him. The opportunity just happened to be yours. That's all there is to it. I understand. If Melchior had only manipulated Ifrid for personal reasons, then that would be settled now. But he was acting based on his idea of reason. That creating a world without malevolence was worth the cost of destroying people's free will. Ifrid won't be avenged until I destroy that very philosophy. Your business with the Abbey isn't done. Not even close. You all could just sit around twiddling your thumbs, and I'd still take the heads of Artorias and Inomata on my own. If you want to be the ones to finish them off, you'll have to beat me to it. You're on. I'll fight with everything I've got. That's all I can do. That's plenty. I really don't mean to pry, but I've gotta know. Does it feel good to pinch all those souls out from your stomach? That's kind of a gross way of putting it. I have to agree with Velvet. The way you put it sounds so inappropriate. I'm pretty sure that was her point. Oh, I'm sorry. Why so cranky? I was only asking to see if you were getting hungry or not. Then ask that in the first place. Are you? Hungry, that is. I do feel hungry, now that you mention it, but I don't think it has to do with losing those souls. Then why is it? Maybe my appetite is increasing as Inomata's suppression weakens. Yeah, I'm suddenly feeling hungry myself. My stomach could start growling at any moment. I have been thinking of nothing but delicious things to eat for a while now. I bet Magilu only brought it up because she's feeling peckish herself. No, that's not the reason at all. That settles it then. When we get back to the ship, you can take guard duty while we eat. I'll make a quiche and pudding. I'll cook up some penguin and tomato stew. Ooh, I'd love to try your cooking, Madam Eleanor. Let's get back to the ship. Getting all fired up about food. I would kill for a big bowl of sweet Kalegian-style borscht! Then go find me some peaches. Why peaches? Because you can't have Kalegian borscht without peach pie for dessert. Ah. Jetzt gibt es doch was für alle zu essen. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, dass ich mich gerade direkt schon wieder verlaufen habe. Hier ist eine Kiste. Dann machen wir uns jetzt mal auf in die Stadt. Super Beschleunigungsstiefel. What the hell? Herrenschuhe für erstaunliche Beweglichkeit dank ihrer speziell entworfenen Form, die sich an der Beinmuskulatur orientiert. Oh, Herzfragmente. Oh. Hier hinten haben wir noch Katzgeißer. Hier ist auch noch ein Fragment. Hier brauchen wir nicht diese Flammensteinsplitter. Davon haben wir schon so viel. Ich habe so viel Geld. Mir hat jetzt jemand gesagt, ich glaube, bei Turtles kann ich wohl diese Tränke kaufen. Jetzt ist halt die Frage, wo treibt sich Turtles gerade rum? Ich habe keinen Plan. Nicht den Hauch einer Ahnung.
Es klingt immer so... Das klingt wie Hermes. Das klingt komisch. So. Wo kommen wir jetzt hier hin? Oh Gott, wir sind da vor ein paar Folgen erst durch und ich habe jetzt schon wieder die Planung verloren. Oh, wir sind richtig. Na, das ging flott. Glad to see you made it back in one piece, Velvet. I'm here on orders from the boss to help you guys out. We could certainly use it. How are things back in the city? I came here from Helives, so I don't know how far the suppression has progressed. But I can tell you that the Abbeys designated the area north of Helives as a Class 4 administrative zone. Which means they've pulled their forces out of the area. What about the people of Mercio? Everyone got out safe and sound, although they did petition for the extermination of the Lord of Calamity. Of course. I say we make this town our new hideout. When else are we ever gonna find a hideout that comes with hot springs? That's a good idea. We should leave Kamoana and the others here. Dial, could you stay and help them out? As if you even had to ask. Well, that's surprisingly reliable for you, Dial. Hey, that hurts. Now get going already. Benwick and the crew are making preparations in Helives right now. Okay, das heißt, wir müssen jetzt weiter nach Helives. Oh. Hey, Rokurou, how'd the showdown with your brother turn out? I killed him. But I couldn't break Stormhowl. Is that because Stormhowl was an even stronger sword than Kuragane's? No. Even with Shigure's full strength behind it, Stormhowl didn't even leave a nick in Kurogane's blade. If I didn't have this sword, I'd be dead now. I think I just couldn't break Stormhowl because I'm still too inexperienced. But you won the match, didn't you? Yeah, but only by combining my techniques with Kurogane's craftsmanship. If that's the case, then as long as you're wielding it, that sword is Stormquell. After all, Kuragane's sword did quell the Godblade's raging storm. Do you think Kurogane would agree? Are you kidding? You know how stubborn that guy is. He'd just say he'd forge something even stronger the next time. And that's why I say you shouldn't be satisfied with how you are either, Rokurou. I know. I'll find even stronger opponents to cut down. By my hand, Kurogane's Stormquell will become even more legendary than Stormhowl ever was. That's the spirit. Show him what we demons can do. Show me what you got. Das ist die Einstellung eines echten Schwertkämpfers. Ich meine nicht, dass ich jemals mit einem Schwertkämpfer zu tun gehabt hätte, aber ja. Der Mark von Alfreds Mannschaft ist hier. Wir haben viele tolle Dinge im Angebot, die wir gefunden haben. Natürlich gefunden. Trank des Lebens. Sehr gut. 15 Stück können wir davon haben. Kaufen wir alle. Wie viel Apfelgelee können wir kaufen? 12. Pfirsichgelee auch 12. Okay, wir können von allem... Der Laden hat Level 4 erreicht. Ah, wir erhalten jetzt hier einen Rabatt. Das ist natürlich auch ganz cool. Finstertrunk, den brauchen wir nicht. Die Topaz-Puppe. Bevor ich hier irgendwas einkaufe, sollte ich gerade erstmal... So. Wir gehen jetzt hier mal zusammen die Ausrüstung durch. Die sind neu. Gut, das ist jetzt eigentlich alles uninteressant. Bernsteinmontur. Das ist schon ganz cool, auch wenn wir da wieder Leben verlieren bei. Und ich habe eben auf der falschen Seite geguckt. Ich muss vielleicht doch nochmal die Schwerter anschauen. Das war jetzt eher uninteressant. Ich frage mich, ob ich vielleicht die Quarzstiefel nehmen soll. Ja, aber da verliere ich so viel. Verliere ich so viel Angriff, das ist auch blöd.
Nein, die klingen definitiv nicht. So, Lavi-Set. Das war Heilmagie, der Stab, ne? Was hatte ich ihn denn jetzt stärker gemacht? Ich glaube Heilmagie. Also beim Papier sollten wir definitiv bleiben. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Die hier könnten wir ihm geben, die Mithrilweste. So, Ring. Haha. Hier war noch interessante dabei. Oh nein, die hat Rokoro gerade. Die können wir ihm nicht geben. Die bekommt er. Nein, die hat Eleanor. Ah, die bekommt er. Okay, Rokoro. Mhm. Die bekommt er. Den Quarz-Talisman bekommt er, der ist sehr gut. Die Dornenweste. Den Ring bekommt er nicht, den hat Velvet schon. Die sind alle schon vergeben. Stiefel. Ja, das sind halt so die Sachen, wo es sich, wo sich das aufteilt. Da ist es dann, ja, doch, den sollten wir definitiv nehmen hier, weil, wow, sieht aber auch cool aus. Nein, davon nehme ich nichts. Die nehmen wir mal, die Quarzmontur. Die Stiefel. So. Also wir gucken jetzt hier mal so ein bisschen durch. Ihr habt ja immer mal gesagt, ich soll es ja mit euch gemeinsam machen. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt für euch interessant ist, aber wir machen einfach mal. Ploppring. Oh Gott, was ein Name. Nein, jetzt haben wir noch Eisen. So, was hätten wir denn da? Das sieht natürlich sau cool aus. Aber das ist schon alleine besser. 404, 421. Wir nehmen das. Das ist nämlich auch noch die Wirkung von Lähmung um 85% reduziert. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Nein, das ist Velvet. Und hier, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Dann haben wir jetzt hier, glaube ich, alles Interessante. Jetzt können wir mal noch eben gucken. Topazpapier nehmen wir nicht. Topaz Armreif. Wirkung von Verbrennung reduziert. Das macht halt nochmal ganz gut. Haben wir nochmal 17 Schaden mehr. Nee, wisst ihr was? Wir bleiben bei dem anderen. Oh, die Topazklinge. Die kaufen wir. Topazbeutel kaufen wir auch. Topaz-Ohrringe kaufen wir auch.
Plopring nochmal. Ja, ich würde sagen, damit werden wir ganz gut beraten. So, okay, also noch einmal Ausrüstung. Dann bekommt sie nämlich jetzt... Hä? Ich habe doch eben hier die Klinge gekauft. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Topasklinge. Kaufen. Habe ich die nicht gekauft gehabt? Das wundert mich jetzt gerade irgendwie. Anscheinend nicht. Oh, die sieht cool aus. So, die legen wir an. Und bei Lafis Set diesen Beutel. So, und jetzt nicht zurück nach Hellawies. So, wir speichern einfach mal. So. Und jetzt auf geht's. Die, ja, letzte Reise erwartet uns. Wird es wirklich die letzte Reise sein? Ich bin gespannt. Ich denke mal fast, dass es die letzte Reise ist, die uns erwartet. So. Stimmt, hier mussten wir ja noch durch so ein paar Bereiche durch, wieder auf dem Rückweg. Gut. So, die Katzgeister sammeln wir natürlich auch wieder ein. So. Auch die hier. So. Pling, 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 pling. Will ich jetzt gar nicht mehr so viele von einsammeln. Weil ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch mal großartig an Katzkisten vorbeikommen. Muss ich ehrlich sagen. So. Ach ja, genau. Hier fahren wir die Typen schon wieder platt. Plop. Röms. So. Oh Mann. Wir sind so stark. Ach ja, genau. Wir kamen ja jetzt wieder auf diesem Eisbereich. In diesem eisigen Schneegebiet raus. Da war ja was. Ja, Grummel, Brummel. Wie kommen wir da jetzt nochmal? Nein, da unten. Da ging es in die Stadt. Ich bin schon wieder verwirrt. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Ah, ja, mir Gespräch. You there, Exorcist! Do you know what happened to the Praetor, Lady Teresa? She used to be in charge here. Lady Teresa is the only one who can restore law and order in our town. Please, send a message to the Abbey. Tell them that the citizens of Hellawies are awaiting her return. Even if the Lord of Calamity herself were to attack, I won't budge until Lady Teresa returns to us. What will refusing to move accomplish? If my life is in danger, I know Lady Teresa will come to save me. Her, in that ice-cold glare of hers. Teresa won't be coming back. What? If you really love Teresa, you shouldn't rely on her to protect you. You should become strong enough to protect her. Whoa, that burning glare of yours. I think I like it. Wait, what? Okay, der ist creepy, der Kerl. Okay, wen haben wir hier hinten noch? We're planning evacuation routes. We need to be ready if the Calamity or demons show up in town. When the Calamity attacked the first time, there was massive confusion. Some children got hurt in all the madness. We're preparing evacuation boats, so that we can all flee out to the sea if anything happens. It's a good idea, but it will be hard to evacuate the entire town by boat. You'd best prepare a land route too. That's a good point. But wouldn't a land route run the risk of being attacked by demons? Yes, you'll need to guard it as heavily as you do the city gates. It would be best if you could devise a way to prevent demons from intercepting the escape route, but... Some of the exorcists lost use of their malachim.
We can't count on the Abbey's garrison to help us. I'll send a request for aid to the Abbey. But please, don't give up. Try to think of something. Of course. There's no way we'll give up. You can't rely on someone else to protect you. Can you really ask the Abbey for help? I can send a Sylph to some of my old friends from when I was still in training. Even if they refuse to trust a traitor like me, they won't ignore the plight of the people here in Helivis. Eleanor möchte immer noch helfen. So, die Expedition ist noch zurück. Mensch, so lange nehme ich schon wieder auf. Das ist ja Wahnsinn. Herrlich pikante Heringsmarinade. Der Fisch in diesem Gericht ist nacht- oder tagaktiv, je nachdem, ob er in den Gewässern vor der Insel Noct oder vor der Insel Dia geboren wurde. Genau, das ist nämlich noch das Gebiet, was ich jetzt neu entdeckt hatte. Gut, jetzt gehen wir noch zum letzten Ausrufezeichen hier. Hey, how long are you going to sit there crying? You can't be a fisherman if you're afraid of some Lord of Calamity. The demons that wrecked this town are still alive. Who knows when they'll show up again? How about right now? Sniveling idiot! Keep whining like that, and this calamity whatever will keep walking all over you! But what can we do? We can't even defeat a single demon. That's why we take our boats, catch some fish, and make sure we've got enough food to keep on surviving. Didn't they drill anything into that fool head of yours in school? Ugh. Do I have to knock some sense into you? Get up and get the boat ready! That is one hot-headed dad. Too hot for any demons to get near. That's for sure. So, oder sind wir auch am Hafen? Reden wir mal noch eben mit Benwick? Müssen wir... Ach nee, da hinten steht noch jemand, mit dem wir reden Welcome müssen. back! I take it you defeated the Legates. Yes, but that still leaves Inomata and the Shepherd. Onward ho to the last battle! Oh, I picked up something nice for you. Here. An apple? It's a fortune apple. A good luck charm. No real powers, but they're hard to find. Legend has it, they're pretty lucky. A fortune apple. But we're the bad guys, aren't we? Maybe what we need is bad luck instead. I think the Reaper's got that covered. Aw, that's just mean. Well, I appreciate the thought. Thanks, Benwick. I love apples. Just don't eat it. I couldn't eat it, even if I wanted. Wait a moment. That's right. My power to consume is a part of Inomata. If that's true, then... What is it? You want a bite? Delicious fortune apple. No way. That's a good luck charm. That it is. One to give you the courage you need to survive. So, where's our final destination? The Empyrean's throne. Sail for Port Zexon. Aye, aye, ma'am. Aye, aye, sir. Do you think that with Inomata's power waning, people will be free again? Well, the pirates are acting like pirates again. May take longer for others, but I think it's happening. What do you think of traveling around to see for ourselves? I'd like to know what's going on out there. I'd like to meet the elemental Empyreans, if I could. That's not a great idea. They're all in various Earth Pulse points, but where those are is a mystery. They could be very far off. And they might not view us as allies. Yep, gods live by their own rules. Our business with Inomata probably doesn't concern them. You're right. It might be wise to scope out the situation before our battle. As we go around, we might find out more about what Artorias is up to. Just don't eat him. Got it? I won't. Don't worry. So, und wer ist das hier jetzt noch? Hey, Rokuro! I heard about a Class 4 island that sounds damn near perfect for you. An island that's perfect for me. Do the rivers flow with good drink? Now that you mention it. But no, different island. I'm talking about you as a swordsman. The demons there all run around the island in suits of armor and helmets and stuff, I hear. Armored demons are not unusual. Yeah, but what I heard tell was that all the exorcists who got sent there came back with their swords broken. I don't know if they've got swords too, or if their armor is just that strong.
but I reckon your sword will be able to stand up to him. Well then, I've heard worse ideas. If you believe the tales, that island used to be a place where swordsmen and knights competed to see who was stronger. Oh yeah, I know the island you're talking about. Craftsmen from all over gave their finest weapons and armor to the greatest of warriors and made them fight. It was as much a showcase for those wares as it was a contest of strength. So the demons on that island might come at us wielding fine arms and armor. I'm certainly up for checking it out. I'm curious to see how good the stuff really is. After all I've told you, you still want to go? What is wrong with you? Tja, wir haben hier halt echte Krieger in unserer Truppe. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, für heute war es das erstmal wieder. Morgen werden wir aufbrechen in zu unserem Zielhafen und mal schauen, was uns dann am Thron und vor allen Dingen von der Stadt erwartet. Denn das letzte, was wir davon gesehen haben von den Bewohnern, war nicht unbedingt das Beste. Also ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Also dann macht's gut und bis dahin. Tschüss!